Mountainbikes sind in den letzten Jahren immer abfahrtslastiger geworden. Dabei ist aber eine riesen Lücke aufgeklafft zwischen den spartanischen Race-Fullies aus dem Cross-Country World Cup und den immer schwerer werdenden Trailbikes. Die Industrie hat es gemerkt und hat versucht, diese Lücke mit den Downcountry-Bikes zu schließen. Ganz ehrlich, für mich war das Konzept, einfach eine 120er Gabel und eine Teleskopstütze in den Race-Fully reinzustecken, nicht schlecht, aber auch nie hundertprozentig durchdacht. Canyon geht jetzt den konsequenten Schritt und spendiert seinem Lux Trail eine eigenständige Rahmenplattform, die auf die Bedürfnisse von sportlichen Tourenfahrern eingeht. Und wir stehen heute in der Werkstatt, weil wir das Bike nicht nur auf dem Trail getestet haben, sondern auch zerlegen, um zu checken, wie ernst der Direktversender das Thema mit der Wartung nimmt. Die Mountainbike-Industrie ist in den letzten 15 Jahren in einen regelrechten Wahn verfallen. Größere und stabilere Reifen, Teleskopstützen, dickere Federgabeln und ordentliche Bremsanlagen haben Mountainbikes bergab potenter gemacht. Und die Früchte dieses Trends sind wahnsinnig süß. Jedes Mal, wenn ich mit einem modernen All-Mountain, wie zum Beispiel dem Canyon Neuron, einen technischen Trail runterballer, zieht es mir die Mundwinkel nach oben. Aber der Trend hat natürlich auch eine Kehrseite. Das Thema mit dem Gewicht ist dabei etwas hinten runtergefallen. Und auch wenn es hier auf YouTube einige Videos gibt, die behaupten, das Gewicht von einem Fahrrad sei nicht mehr so wichtig, stehe ich zu meiner Meinung. Das Gewicht ist eine wirklich elementare Kenngröße von so einem Fahrrad. Man spürt es beim Beschleunigen, man spürt es beim Bergauffahren und man spürt es, wenn man das Bike in die Luft abheben lässt oder die Richtung auf dem Trail ändern will. Mit 11,4 Kilo ohne Pedale ist das Canyon Lux Trail in der CFR-Version 1,5 Kilo leichter als das Neuron in der vergleichbaren Preisklasse. Und 1,5 Kilo ist eine Welt. Und das Gewicht erreicht Canyon nicht mit dem angepassten Race Fully, das primär eigentlich auf die Bedürfnisse von Racern wie Lukas Schwarzbauer entwickelt wurde, sondern mit einer eigenständigen Rahmenplattform, die die Bedürfnisse von sportlichen Tourenfahrern zu 100% berücksichtigen kann. Andere Player aus der Industrie, wie zum Beispiel Scott, Orbea oder Mondraker, haben die 100 mm Race Fullies mittlerweile komplett aus ihren Katalogen gestrichen und besetzen das 120er Genre mit reinrassigen Racebikes, die auch im World Cup an der Startlinie stehen. Den Downcountry Bikes, die auf einem Race Fully Rahmen basieren, fehlen oft wichtige Features für Tourenfahrer. Ein Lenkanschlagsbegrenzer, der den Rahmen im Falle eines Sturzes vor dem Defekt schützt, ein Storagefach im Unterrohr oder auch ein geschraubtes BSA-Tretlager wurden dem absoluten Leichtbau meistens geopfert. Das Canyon Lux Trail hat all diese Features und behält sich trotz dem kurzen 50er Vorbau auch eine sportliche Sitzposition. Egal ob in steilen technischen Anstiegen oder moderaten Kletterpassagen, das Lux Trail schafft es, den Pedaldruck effizient in Vortrieb umzusetzen. Genial dabei ist auch, dass sich das Fahrwerk nicht nur komplett blockieren lässt, sondern auch eine Zwischenstufe hat, die sich für Gabel und Heck mit einem Hebel am Lenker einlegen lässt. So kann man bergauf den Dämpfer deutlich beruhigen, ohne auf die Traktions- und Komfortvorteile eines Fullies zu verzichten. Zu der sportlichen Sitzposition kommen noch sehr leichte Laufräder. Wir wiegen die Laufräder immer mit Bremsscheibe, Reifen und Kassette, um die rotierende Masse zu erfassen. Und ein Wert mit etwas über 4 Kilo ist da wirklich ein Bombenwert. Leichter wird es eigentlich nur mit einer reinrassigen Cross-Country-Bereifung oder mit schmaleren Felgen. Die geringe rotierende Masse macht den Antritt herrlich leichtfüßig. Egal ob beim Beschleunigen oder beim Klettern, man hat mit dem Bike immer das Gefühl wie, ja, in meinen Beinen steckt noch eine gute Form. Natürlich haben wir auch den Rahmen gewogen. Mit 2113 Gramm liegt das Rahmengewicht im grünen Bereich, markiert aber auch keinen absoluten Rekordwert. Auch wenn das Bike immer noch ein ausgewogenes Handling hat, so fährt es sich dennoch laufruhiger als das Lux World Cup mit 100 mm Federweg. Die Teleskopstütze ist Standard bei 120er Fullies, aber dennoch muss man betonen, dass sie die Abfahrtstauglichkeit des Bikes im Vergleich zum Race Fully deutlich erhöht. So kann man sich nämlich frei zwischen Vorder- und Hinterreifen bewegen, ohne die Zwangshaltung hinter der Sattelstütze einnehmen zu müssen. Und hell yeah, auf moderaten Trails kommt richtig Fahrspaß auf. Auch hier spielt das geringe Gewicht ins Handling rein. Denn da kann man auch hier und da mal über eine Wurzel hüpfen, ohne eine Nackenmuskulatur wie ein Bodybuilder zu haben. Und klar, mit 120 mm Federweg an der Gabel und 115 mm im Heck ist im richtig verblockten Gelände irgendwann Schluss mit lustig. Moderne All-Mountains, wie zum Beispiel das Canyon Neuron, bieten im alpinen Gelände mehr Fahrspaß.
Trotz mehr Federweg als beim Race Fully bleibt die Tretlagerabsenkung bei 38 mm. Ein guter Wert, mit dem sich auch durchs Gelände kurbeln lässt, ohne dass die Kurbel auf der Wurzel oder auf den Stein aufsetzt. Für eine bessere Kurvenlage bergab könnte man für meinen Geschmack das Tretlager auch noch einen ganz kleinen Tick weiter runterziehen. Das Fahrwerk hat grundsätzlich einen sportlichen Charakter und im Vergleich zum Race Fully behält es sich auch deutlich mehr Reserven gegen Ende des Federwegs. Bei so einem Race Fully hat der Hinterbau primär die Aufgabe, grobe Schläge rauszufiltern und den Komfort im Vergleich zu den leichteren Hardtails zu erhöhen, damit die Sportler auf der Langstrecke effizient in die Pedale treten können. Bei den Downcountry-Bikes ist die Situation eine andere. Mit dem Mehr am Federweg will man auch mehr Fahrspaß im Single Trail bergab generieren. Und der Fahrspaß steigt natürlich, wenn der Hinterbau gegen Ende des Federwegs mehr Reserven bereithält, falls man mal in eine brenzliche Situation kommt. Sichtbar wird der Unterschied der beiden Hinterbauten auch, wenn man den Dämpfer ausbaut und den Hinterbau ohne Gegendruck vom Dämpfer komprimiert. Während die flexenden Sitzstreben die Kraft zum Komprimieren beim Lux Trail gegen Ende des Federwegs erhöhen, hat das Lux World Cup einen Kipppunkt, ab dem sich der Rahmen aufgrund der flexenden Sitzstreben zusammenzieht. Die flexenden Sitzstreben sind neben der Leverage Ratio des Hinterbaus nur ein Merkmal, die dessen Charakteristik prägen. Aber es zeigt deutlich, diese beiden Bikes haben zwei unterschiedliche Konzepte. Staufächer am Mountainbike sind nicht nur trendig, sondern für Tourenfahrer auch wirklich sinnvoll. Hier unten im Storage Department im Unterrohr ist nicht nur Platz für einen Ersatzschlauch, sondern auch für eine Kartusche, kleine Snacks oder eine leichte Windweste. In den Lenkerenden sitzen Tire Plugs von Samurai und hier unten am Oberrohr ist jederzeit griffbereit ein Mini-Tool ab Werk montiert. In Kombination mit den zwei großen Trinkflaschenhaltern, die man hier hat, kann man den alten Camelback getrost in der Garage zu Hause lassen. Die Entwickler haben sich wirklich Gedanken gemacht, was Tourenfahrer für Bedürfnisse auf dem Single Trail haben. Aber weil das Bike vom Postboten und nicht vom Fachhändler übergeben wird, haben wir auch nochmal den Punkt mit der Wartungsfreundlichkeit angeschaut. Wir haben das Bike zerlegt und dabei einen besonderen Blick auf die Painpunkte geschmissen. Für das geschraubte BSA-Tretlager gibt es von uns schon mal einen Daumen nach oben. Das kann man nämlich mit geringem Aufwand ein- und ausbauen. Und auch bei der Zugführung zeigt sich das Lux Trail wartungsfreundlich. Durch kleine, in den Rahmen eingearbeitete Röhrchen werden der Schaltzug und die Bremsleitung vom Hinterbau bis zum Steuersatz durchgeleitet. Durch den Verlauf der Züge durch den Steuersatz ist hier an der Stelle etwas mehr handwerkliches Geschick gefragt. Aber ein Hexenwerk ist das Ganze auch nicht. Ein Nachteil hat die Sache aber dennoch. Will man das obere Steuersatzlager austauschen, muss man alle Züge und damit auch die Bremsleitung einmal öffnen. Mit dem UDH-Schaltauge ist der Rahmen bereit für die Zukunft. Denn auch wenn an unserem Testbike eine Shimano XTR-Schaltung verbaut ist der Rahmen kompatibel für SRAMs Eagle Transmission Schaltungen. Nun aber mal Butter bei die Fische. Canyon nutzt die eigene Downcountry-Plattform nicht nur, um sich vom Rest des Marktes abzugrenzen, sondern geht damit auch ganz bewusst auf die Bedürfnisse von sportlichen Tourenfahrern ein. Mit einer gelungenen Geometrie, stimmigen Features und einem Hinterbau, der sich in der Charakteristik deutlich zum Lux World Cup unterscheidet, trifft Canyon den Nagel auf den Kopf. Das Bike ist ein perfekter Untersatz für Kilometerfresser, die die Abfahrt nicht als spaßfreie Zone definieren. Unser Testbike kostet 6.999 € und ist damit mit Sicherheit kein Schnäppchen. Dafür wiegt es elegante 11,4 Kilo ohne Pedale. Das Lux Trail gibt es aber auch in 6 verschiedenen Ausstattungsvarianten ab 3.299 €. Alle Ausstattungsvarianten haben Carbonrahmen und mit unserer Vergleichsfunktion seht ihr die einzelnen Unterschiede zwischen den Modellen ganz deutlich. Schaut euch den Artikel auf der Webseite an und um beim Thema Mountainbike auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert am besten gleich noch unseren Ride Better Bikes YouTube-Kanal.